Aus aktuellem Anlass habe ich heute für euch mal ein kurzes Video eingeschoben. Ich wurde in den letzten Tagen sehr oft gefragt, wie man denn beim 450er Oldliner an die Relaisbox drankommt. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Man muss also zuerst den Fahrersitz nach vorne schieben. Dann sieht man unter dem Fahrersitz so ein Rechteck, sagen wir mal. Da schneidet man einfach den Teppich auf. Ich hatte das hier natürlich schon vorbereitet. Einfach den Teppich aufschneiden, aber nicht zu tief einschneiden. Dann kann man den Teppich hochklappen. Dann sieht man schon die Relaisbox. Man kann den Deckel abmachen. Das geht normalerweise etwas schwerer, aber der ist halt nur geklipst. Hier sieht man jetzt die einzelnen Relais. Hier sieht man jetzt noch ein paar Sicherungen und im Vordergrund sieht man noch die Kabelstränge. Oft ist es ja so, dass diese Relaisbox im Wasser steht, weil die hinteren Seitenfenster undicht sind, und dann kann man halt die Relaisbox komplett herausnehmen. Da ist rechts und links ist die Relaisbox mit jeweils einer Mutter festgeschraubt. Naja, habt ihr ja gerade gesehen, man kann die also rausnehmen und sauber machen und kontrollieren. Hier seht ihr das nochmal durch die Fahrertüre. Da könnt ihr sehen, da sitzen die Kabelstränge, also deswegen nicht zu tief durch den Teppich schneiden. So kommt man also da dran. Ich hoffe, dass ich dir auch dieses Mal wieder mit meinem Video helfen konnte. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch, aber noch wichtiger wäre mir, dass du meinen Kanal abonnierst, damit ich weiß, dass ich auch für dich hier weitermachen soll mit meinen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bitte klick auf Daumen hoch und abonniere meinen Kanal bitte jetzt.